Hey, hallo, herzlich willkommen bei Miles Meets Moments. Wir sind Alex und Jürgen und wir porträtieren Unternehmer, Selbstständige und heute eine sehr interessante Frau, das macht dann die Alex mit der Dame zusammen, auf der ganzen Welt. Und wir wollen halt zeigen, wo selbstständig arbeitende Menschen ihr Glück gefunden haben am Rand unserer Weltreise. Ja, wir sprechen heute mit der lieben Annika. Sie lebt und arbeitet im Van und bereist die ganze Welt. Ja, hallo Annika, schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo. Du bist ja schön, euch kennenzulernen. Du bist ja schon seit vielen Jahren Vollzeit-Vanlifer und arbeitest als Freelancerin. Genau. Das klingt natürlich für viele wie ein Traum. Für mich auch. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir. Wer bist du und was machst du beruflich und was machst du unterwegs? Ja, ich bin verheiratet mit meinem lieben Thorsten. Wir haben uns vor 12 Jahren kennengelernt. Und da hatte ich nach meiner Ausbildung diese klassische Idee, ein Work-and-Travel-Jahr zu machen in Australien. Genau, er kam dann in mein Leben, war dann ganz spontan und meinte, er kommt einfach 3 Monate später nach. Die Beziehung, die können wir schon eingehen. Und genau, ich bin dann eben 3 Monate vorher alleine los. Und für mich war es eigentlich direkt klar, dass mir das Leben sehr gut gefällt und dass es auch nicht bei einem Jahr bleibt. Selbst meine Mutter hat mich mit den Worten am Flughafen verabschiedet und hat gemeint, dir ist schon bewusst, dass du nicht mehr zurückkommen wirst. Nicht ja, schlecht. Genau. Ja, und dann habe ich einfach das große Glück gehabt, dass ich mit meinem jetzigen Mann einfach einen Partner gefunden habe, der das Leben sich auch vorstellen konnte. Und dann hat sich der Weg Jahr für Jahr neu so ergeben, dass wir immer noch unterwegs sind. Total aufregend. Da gehörst du ja echt zu den Leuten, die wir bisher kennengelernt haben, die am längsten jetzt ihr Leben im Van auf der Straße verbringen. Ja, wir haben mal Leute aus Italien kennengelernt, die haben schon 14 Jahre in ihrem Van ihren Van als Zuhause gehabt. Ja, und das ist jetzt so an Platz 2, würde ich sagen. Wie haben denn deine Freunde oder eure Freunde und die Familie reagiert, als du dann plötzlich in den Van eingezogen bist? Ja, schwierig. Also sie haben gehofft und gewünscht, dass es sich bei dem einen Jahr Australien belässt. Und danach, wo klar war, wir wollen das Leben so weiterführen und gucken, ob der Weg machbar ist, ohne zurückzukommen, war schlimm. Also waren viele Tränen, es ging auch jahrelang, vielleicht auch heute noch mit teils Freunden, wo man sich einfach entweder neu finden muss in der Freundschaft auf Distanz oder Freundschaften auch gehen lassen muss. Ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht in unserem kurzen Vanlife-Leben. Ne? Also es gibt halt Menschen, da geht der Kontakt dann einfach verloren und andere, da wird vielleicht der Kontakt sogar noch intensiver, auch wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Ne? Ja, also ja, genau. Ja. Manche verstehen es und manche wollen es verstehen und tun sich einfach mit der Distanz schwer. Ja, also ich glaube, das ist eines der schwierigsten Punkte für mich mit der Entscheidung, wir leben unterwegs. Ja, jetzt mal so ein bisschen was zum Arbeiten unterwegs. Was macht ihr denn beruflich oder wie kommt ihr da über die Runden? Sehr gute Frage, ja. Auch ein großes Thema bei uns gewesen. Mein Mann ist gelernter Koch und Lebensmitteltechniker. Ich bin gelernte Raumausstatterin, also komme aus dem Handwerk. Und daher war für uns immer so dieses Remote-Arbeiten total weit entfernt, weil wir dachten, das kann ja nur jemand, der was Kaufmännisches oder im IT-Bereich gelernt hat. Wir sind aber jahrelang mit offenen Ohren und Augen durchs Leben gegangen und ich habe mich dann in dem Virtual Assistance ein bisschen eingelesen, hat sich aber nie stimmig für mich angefühlt. Wir haben uns dann ab Australien mit Saisonjobs ausgeholfen, dadurch, dass er Koch ist. Halt super einfach für uns, da eine gute Stelle zu finden. Ich muss sagen, man muss auch offen sein. Einfach mal machen und sich nicht zu fein für was sein. Wir waren auf einer Rinderfarm, ich war
Gastronomie, ob in der Küche, ob Toiletten putzen, ob im Service, ob an Selbstbedienungskassen, ob im Thermalbad in Kanada. Sehr cool. Genau, also es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man arbeiten möchte unterwegs und lernt dann so Land und Leute kennen. Genau, dann haben wir uns vor 3 Jahren selbstständig gemacht im Gesundheits- und Ernährungsbusiness. Genau, da ist jetzt Network Marketing unsere Haupteinkommensquelle. Plus bin ich dann noch seit 2 Jahren als Outdoor-Guide unterwegs, weil wir irgendwann gesagt haben, warum eigentlich nicht auch das eigene Leben zum Geld verdienen nutzen. Ja. Genau, und so fange ich jetzt gerade, für uns ist noch was Neues, dass ich jetzt eben anfange, alleine mit dem Flugzeug hin und her zu hüpfen und da dann für Join the Crew Touren zu geben. Und ihr habt noch ein Standbein momentan, ne? Ihr seid beide auf einer Alm noch beschäftigt. Genau, das ist unsere... Finde ich auch total interessant, dass man sowas noch mal so zwischendurch als Base hat, wo man dann... Genau, das ist quasi unser diesjähriger Saisonjob. Hat sich so entwickelt, weil wir uns also eigentlich hatten wir 2 Monate Zeit, bis meine erste Tour gestartet hat. In Slowenien wäre die gewesen und dann meinte mein Mann, was machen wir jetzt in den 2 Monaten? Lohnt sich nicht wirklich irgendwo hinzufahren. Und ja, dann hat er gemeint, er hätte mal wieder Bock zu kochen. Dann habe ich gefragt, wo? Und dann sagt er, auf einer Alm. Und dann waren wir da im Frühjahr und dann hat es so harmoniert einfach mit den Besitzern, dass sie uns dann quasi gefragt haben, ob wir uns eine komplette Wintersaison vorstellen könnten. Und ich meine, es gibt Schlechteres, als mitten in den Bergen zu leben über den Winter. Sehe ich genauso. Ich brauche gar nicht die Fragen ablesen bzw. stellen, weil du hast sie schon vorher beantwortet. Sorry. Kein Problem. Also wir gehen jetzt blöckeweise vor. Das nächste Thema ist so ein bisschen Realität des Vanlifes. Ne, also viele sehen ja nur so schöne Bildchen und Strand, Sonne, Meer und ja, empfinden das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr als Urlaub. Ja. Aber wie sieht dann so ein bisschen die Realität aus? Da gibt es ja sicherlich auch Themen, wo du sagst, ja, aber nicht nur Sonne, Sand und Meer. Stimmt. Also schlechtes Wetter, Regen ist der größte Feind von jedem Camper, würde ich sagen. Und im Endeffekt ist unser Alltag sehr ähnlich wie bei anderen. Wir stehen morgens auf, wir gehen mit dem Hund spazieren, dann gibt's Frühstück, dann haben wir halt eine Yoga-Sport-Routine drin. Und dann setzen wir uns an den Tisch und arbeiten. Ja, dann gibt's Kundentelefonate oder Sichtbarkeit über Social Media. Und nach Feierabend ist halt nicht wie zu Hause, dass man aufs Sofa sitzen kann oder einfach den Kühlschrank öffnen. Wir müssen dann halt gucken, haben wir noch genug Wasser? Für wie viele Tage haben wir Wasser? Wo füllt man Wasser? Ist unsere Toilette eventuell schon voll? Da müssen wir Toiletten leeren. Ja, da kommen einfach dann so kleine Haushaltsaufgaben dazu. Ja, super. Der nächste Punkt ist so das Thema Freiheit und Motivation. Was gibt's denn im Vanlife, was es so im normalen Leben einfach gar nicht gibt? Was es nicht gibt. Ja. Oder was gibt dir das Vanlife, was dir das normale Leben nicht geben würde? Ich glaube, das Ungewisse. Ja, ich glaube, dass ich nicht weiß, wo ich morgen eventuell sein werde, wen ich treffen werde, ob ich eventuell an dem Traumplatz stehe oder ob es einfach wieder ein Supermarktparkplatz ist. Ich glaube, das reizt mich ganz arg gern. Ja. Und was motiviert euch da oder dich jetzt speziell weiterzufahren? Ich glaube, das ist in mir drin. Einfach diese Suche nach dem Ungewissen, dass ich noch mehr entdecke, noch mehr über die Welt lerne, noch mehr Leute kennenlernen, die mir immer wieder so meinen Weg dann weisen und zeigen und inspirieren und ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Geht uns, glaube ich, ähnlich so.
Also ich freue mich jedes Mal, wenn wir weiterfahren, auf das, was da kommt. Man weiß halt einfach Obwohl man nicht weiß, hier, was kommt. Man Genau. weiß nicht, was kommt, aber man weiß, es kommt etwas. Ne? Ob es eine schöne Landschaft ist oder eben auch nicht. Ob es die Leute sind, die man da trifft. Und ich glaube, das ist, also, ja, kann ich total nachvollziehen, was du gesagt hast. Ja, Marrakesch und Marokko. Du bist ja gerade hier in Marrakesch unterwegs. Und was hat dich an Marokko besonders überrascht? Die Menschen. Die Freundlichkeit der Menschen. Ich habe es vorhin erzählt, mitten in der Nacht hier angekommen mit meinem dicken Rucksack, weil ich hier eine Tour hatte zum Führen. Und ich hatte keine Sekunde Angst, dass mir hier irgendjemand irgendwas tun möchte oder ja. Ich bin hier ganz selbstsicher durchgelaufen, wurde nett, sympathisch angelächelt. Jeder Hostelbetreiber, jeder Mensch im Café, alles sind so aufmerksam und herzlich, ja. Die Menschen. Ja, ist uns auch ziemlich schnell aufgefallen. Nette Menschen, hilfsbereite Menschen und ja, also ich hatte auch bisher nie Angst. Ja. Ne? Und das hast du jetzt nach einer Woche selber auch festgestellt. Genau. Und ja, wir sind ja schon länger hier und können das immer noch bestätigen, dass das so ist. Sehr schön. So ein Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Oh. Wie lange möchtest du denn dieses Leben, was du jetzt führst, noch führen? Am liebsten für immer. Aber ich setze mir da kein Ultimatum oder so. Also wir haben für uns beschlossen, dass wir unsere Kinder ortsunabhängig aufwachsen wollen. Aufwachsen lassen wollen. Aufwachsen lassen wollen. Genau. Aber bis dahin müssen wir erstmal Kinder bekommen. Und dann, glaube ich, entscheiden die Charaktere der Kinder in der Tat, ob wir ortsunabhängig bleiben dürfen. Mhm. Genau. Ja. Guck mal, jetzt kommt die Katze und verdeckt hier meine Fragen. Die möchte mitmachen. Oh. Welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der auch darüber nachdenkt, als Vanlifer ein bisschen in Anführungsstrichen auszusteigen aus dem normalen Leben? Also meine Devise ist immer, probieren geht über studieren. Man kann sich noch so viele Insta-Reels und weiß der Kuckuck Checklisten und alles angucken und durchlesen. Es kommt sowieso anders, weil jeder das anders empfindet. Jeder auch eine andere Reise haben wird. Ich glaube, wir könnten beide durch Marokko reisen und wir haben 100 andere Geschichten zum gleichen Ort. Von dem her einfach mal ausprobieren. Vielleicht sich auch einfach mal einen Camper mieten und 3 Wochen auf Tour gehen und nicht auf den Campingplatz gehen, sondern wirklich von A nach B fahren und sich mal die Sorge mit, wo wasche ich, wo schlafe ich, wo fülle ich mein Wasser auf, geben. Und dann sieht man gleich, ob man den Stress mag oder ob das einen vielleicht eher einschränkt. Das stimmt. Jetzt haben wir noch so ein paar Special-Fragen uns für den Schluss aufbewahrt. Was war denn bisher so der verrückteste Moment auf der Reise, die du bislang geführt hast? Der verrückteste Moment. Fällt dir vielleicht spontan irgendwas ein? In meinem Kopf gehe ich gerade alle Länder durch. Ich weiß tatsächlich nur einen Moment, in dem ich Angst hatte. Und ich glaube, das würde ich auch als verrückt bezeichnen. Weil wir unsere Plätze immer nach Bauchgefühl aussuchen. Und mittlerweile da einfach sehr gut gelernt haben, drauf zu hören. Und wir saßen da in Australien. Es war schon dunkel, wir kamen im Dunkeln an. Und wir haben nur so Umrisse von einer alten, halb abgerissenen Scheune gesehen. Und ich habe was gemalt. Und auf einmal sehe ich nur, wie er immer wieder so aus dem Fahrerfenster rausguckt. Und dann sage ich zu ihm, hast du was gehört?
Und auf einmal bin ich aufgeschrocken und ich gesagt, da ist jemand weggerannt. Und er sagt nur, ja, und ich habe das davor auch schon gehört, aber ich wollte nichts sagen, weil dann rastest du aus. Wir haben sofort den Motor gestartet, sind weggefahren und im Wegfahren sagt er, oh, wir sind in Australien, das sind Kängurus. Die sehen ja auch ein bisschen aus wie so ein Mensch. Ne? Eben, die Größe, die Statur und dieses Weghüpfen war wie rennende Schritte. Ja, es war das erste Mal, dass wir wirklich nachts panisch wo weggefahren sind. Und ja, wir konnten natürlich nicht mehr zurück. Wir sind dann 1,5 Stunden weitergefahren und haben total schräg an dem Pass übernachtet. Ja, nicht schlecht. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Dann, wie sah denn der Moment aus oder in welchem Moment wusstest du jetzt für dich, Vanlife funktioniert wirklich? Also hast du das irgendwann gemerkt und hast gesagt, oh. Meine Eltern haben mit uns von klein an immer Reisen mit dem Wohnmobil gemacht. Von dem her war für mich Campen nichts Neues. Sind es deine Eltern schuld? Ne? Eigentlich. Die haben tatsächlich selber 3 Jahre im Wohnmobil gelebt vor uns Kindern. Für mich war es ganz normal. Ich fand es nur ganz nett, ganz unverständlich, wo mein Mann dann damals mit mir in das erste Auto gezogen ist. Das war ein Nissan Terrano. Und er mich morgens fragt, wo er denn jetzt Zähne putzen soll. Und ich war so, im Mund wäre ganz gut. Ich verstehe die Frage nicht. Und er war völlig überfordert, ohne Waschbecken, ohne Toilette. Ja. Ja. Und gab es auch Fehler, die ihr am Anfang gemacht habt? So dein größter Fehler? Hast du da so eine Geschichte noch dazu? Fehler gab es bestimmt. Wir sind zu schnell gereist, fällt mir jetzt spontan ein. Ja, wir sind, ich hatte so richtig FOMO, sagt man heutzutage, ja, ne? Den Begriff kannte ich damals noch nicht, aber ich musste alles sehen. Ich habe diesen Reiseführer studiert und ich hatte richtige Listen, an welchen Strand wir müssen, was wir davor, danach machen, welche Wanderung da abgehakt werden muss. So dass wir tatsächlich am Ende nach dem Jahr in Australien am Strand, ich glaube, einer der schönsten Strände des Landes, sind wir da gestanden und waren dann so, ja gut, es ist halt noch ein Strand. Es ist halt noch ein Wasserfall. Ja, wir haben uns einfach zu viel. Genau, also das war auf jeden Fall der Fehler, zu schnell reisen. Das ist jetzt ganz anders. Ja, das waren auch schon unsere Special-Fragen. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Annika, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. War total spannend und viele Dinge können wir in unserer kurzen Vanlife-Zeit, die wir bisher geführt haben, total nachvollziehen und sehen das wirklich auch so. Zu schnell reisen zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Oder es gibt halt den speziellen Alltag im Vanlife, ne, den Haushalt, den man da auch führen muss und so. Das sind auch so Punkte, können wir, glaube ich, auch so bestätigen, wie du es gesagt hast. Und wenn euch, liebe Zuschauer, solche Geschichten von Menschen interessieren, die weltweit reisen und arbeiten, dann abonniert doch unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden Follower. Und vielleicht trefft ihr ja Annika irgendwo auf der Welt auch mal, so wie wir zufällig hier in Marokko. Ja, sehr schön, euch kennenzulernen.